Der Holzmarkt ist ein genossenschaftliches Stadtquartier am Spreeufer in Berlin-Friedrichshain. Der Leitidee eines urbanen Dorfes folgend entstand das Quartier zwischen 2012 und 2017 auf einer ehemaligen Brachfläche der Berliner Stadtreinigung. Es steht beispielhaft für die schwierigen Aushandlungsprozesse der Stadtentwicklung Berlins in den letzten Jahrzehnten. Seit den 1990er Jahren hatten sich besonders entlang des Spreeufers und in der Nähe des alten Mauerstreifens viele subkulturelle ZwischennutzerInnen die urbanen Leerstellen angeeignet, die sich in Berlin noch lange boten. So entstanden auch hier die Keimzellen des Holzmarktprojektes, Bar 25 und Kater Holzig. In improvisierten Bretterbuden, Zelten und leerstehenden Fabrikräumen wurde fast ein Jahrzehnt Clubkultur gelebt. In der boomenden Stadt aber verschwanden viele der kreativen Freiräume, weil sie in Flächenkonkurrenz mit lukrativen Projekten der Immobilienwirtschaft gerieten. Die umstrittene Masterplanung Mediaspree drohte auch hier Fakten zu schaffen. Doch gegen alle Wahrscheinlichkeiten gelang es mit dem Holzmarkt eine andere Geschichte zu schreiben. Obwohl das Grundstück 2012 durch die landeseigene BSR gegen Höchstgebot veräußert wurde, konnte es mit Hilfe einer Schweizer Stiftung im Erbbaurecht und als selbstverwaltete Genossenschaft übernommen werden. Der Holzmarkt war geboren und wurde schließlich ein Beispielprojekt für pioniergetriebene Stadtentwicklung. Dort, wo einst dichte Gewerberiegel unmittelbar am Flussufer entstehen sollten, konnte nun der Versuch unternommen werden, die Kultur der Zwischennutzung in eine neue Langfristigkeit zu überführen. Am Spreeufer geblieben ist damit auch das kulturelle Leben. Musik, Kunst und Gemeinschaft sollten die Identität des Ortes bleiben, sich nun aber in ein zur Stadt geöffnetes Quartierkonzept einfügen. So wurde von Beginn an versucht, durch temporäre Bespielung von Flächen und größtmögliche öffentliche Zugänglichkeit einen Gegenentwurf zu Mediaspree zu schaffen. Im Sinne der Nutzungsgeschichte und wegweisender städtischer Debatten über die Bebauung des Spreeufers und eine partizipative Stadtentwicklung. Entstanden ist ein bauliches Ensemble aus Hallen und Hütten, die sich um ein begrüntes und der Öffentlichkeit gewidmetes Spreeufer gruppieren. Auf dem Holzmarkt gibt es heute kleine Geschäfte, eine Halle für Konzerte und Theater, ein Club, eine Kita, Restaurants, Ateliers, Studios, Werkstätten und viele große Träume. Fast 400 unterschiedlichste Menschen, die hier arbeiten, füllen den Ort jeden Tag mit Leben. Unser Selbstverständnis von Stadt und Quartier ist nicht das Fertige, sondern das Werden. Der Holzmarkt wird sich stets weiterentwickeln, hält dabei aber an einer Grundüberzeugung fest. Spannende Räume entstehen dort, wo Gemeinschaft, Kultur, Arbeit und auch Müßiggang zusammentreffen können.